Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken uns die Portaltage an für den Januar. Ich mache ein Portaltage-Orakel als kollektive Legung, nicht jeden einzelnen Tag. Und ich bin gespannt, welche Karten uns hier rausspringen. Ja, da haben wir schon mal wieder das Schicksalskreuz in der Mitte. Und ich habe so das Gefühl, dass sich hier eine Emotion zeigt, die uns unruhig macht oder die uns lange gestresst hat, oder dass sich auch irgendeine Situation zeigen kann, die uns jetzt stresst. Das heißt, das Schicksal spielt uns irgendwas in die Karten, mit dem wir umgehen müssen. Gucken wir mal weiter. Wir haben hier auf der bewussten Ebene, zeigt sich schon der Konflikt, den wir mit irgendetwas haben, der durch Verletzung zustande kam. Durch Trennung, durch Schmerz, durch Verluste, durch, ich sag's mal, auch Themen, die dir schon ins Herz gestochen haben. Wir haben das Herz auf der unterbewussten Ebene, also tatsächlich eine Situation, eine Herzensangelegenheit, etwas, was eben weh tut. Das kann eine Sache sein, wo es einen Konflikt gab und der ist dir jetzt so im Sinn und du denkst drüber nach und das Gefühl des Verletztseins geht hier einher mit auf der Herzensebene. Wir haben jetzt aus der jüngeren Vergangenheit die Störche dabei. Das kann etwas sein, was erst passiert ist, oder dass es eine Veränderung gab, die jetzt Ausläufer zeigt. Es kann ja auch eine karmische Situation im partnerschaftlichen Bereich sein oder im Liebesbereich, ne? Veränderungen, die vielleicht auch von außen auf uns zukamen, die wir so nicht wollten. Aber wir können eben das Rad des Schicksals nicht anhalten. Und es ist auch gut so, denn hier zeigen sich für die nähere Zeit hier schon die Blumen. Es wird so ein Ausgleich stattfinden. Etwas wird vergehen. Ein schicksalshaftes Geschenk fällt dir auf den Weg. Du erkennst den Segen in der Situation. Etwas, was du bearbeitet hast, was dir hier nochmal so aufgezeigt wird, ja, kann dir hier den Untergrund für neues Aufblühen bringen. Das ist eigentlich wunderbar. Für viele kann es auch so sein, dass sie ihr Herz wieder aufmachen, ne? Für die Liebe, für liebevolle Gedanken, Umbrüche zum Guten im partnerschaftlichen Bereich, wo echt dauerhaft auch ein Konflikt gelöst werden kann, der hier noch irgendwo in den Gedanken sitzt. Wir haben in unserem eigenen Haus das Schiff drin. Hier geht es um unsere Träume, um unsere Wünsche, um unsere Sehnsüchte, um unser Verlangen im Leben weiterzukommen, Erfolge zu haben. Nähe und Distanz können hier eine Rolle spielen. Etwas, was nicht richtig greifbar ist, aber das du gerne hättest. Möglicherweise geht es hier auch um die schicksalshafte Lebensreise im Bereich der Liebe, wo du denkst, was waren denn meine Stationen in der Liebe und wo möchte ich noch hin? Und wir haben, dass es eben aus dem Umfeld Dinge sind, die auf uns zukommen, wo wir unser Bötchen aber in eine andere Richtung drehen können, und zwar in eine schöne. Mit den Blumen haben wir wirklich die Geschenksenergie dabei. Und ich glaube, wir wären schon mehr auf Kurs, wenn da nicht immer von außen dieser Faktor kommt, wo du dich mitdrehen musst, ne? Jetzt wird es spannend, denn wir haben hier im Hause der Hoffnungen und Ängste den gebenden Teil von uns. Das kann hier sein, auch dass man sich nach einer bestimmten Person sehnt.
dass man eine Wende will im partnerschaftlichen Bereich mit einem bestimmten Gegenüber, dass dieses Gegenüber aber nicht greifbar ist so richtig. Das kann ja auch in der Ehe passieren, dass dein Gegenüber nicht greifbar ist oder nicht präsent. Oder wo ihr euch irgendwie voneinander distanziert habt. Eventuell geht es sehr viel um dein Gegenüber und du überlegst dir hier, was von mir darf ich investieren in die Situation und wo gebe ich vielleicht auch zu viel hinein, wo bin ich irgendwo auch abhängig von dem, was mein Gegenüber tut. Und hier sieht man mit dem Kind einen Neubeginn. Es kann ja tatsächlich auch verstärkt darum gehen, Zweifel in eine andere Richtung zu bringen, Wege zu gehen, einen klugen Zug zu machen, Irrwege auch zu verlassen. Also der Fuchs schaut hier in die Wege rein, heißt schon auch, ich reflektiere mich und meine Vorgehensweisen. Oder ich korrigiere eine Richtung, weil die sich nicht mehr stimmig anfühlt. Möglicherweise geht es darum, Zweifel beiseite zu lassen oder aufmerksam und achtsam zu sein bei den Dingen, die sich eventuell auch wiederholt haben oder wo man so das Labyrinth betreten hat oder ja die Irrwege gewählt hat, die zu keiner vernünftigen Lösung geführt haben. Hier kann sehr gut sein, wenn ich alle Karten mit einbeziehe, dass es hier einen Neubeginn in Partnerschaften gibt oder auch, dass Leute, die lange allein waren, wieder jemand kennenlernen. Und dann mit dem Hinweis natürlich auch noch, lass deine Zweifel beiseite. Wir alle wissen das, Lieben bringt wieder Verletzung mit. Und geh mal einen anderen Weg als bisher, wird hier auch gesagt. Es kann ja auch sein, dass es eine familiäre Situation ist, denn wir haben Partner und Kinder mit dabei, ne? So, guckt mal. Der Engel des Friedens, die Zeit des Kämpfens ist vorbei. Lass nun Frieden in dein Leben einkehren. Wunderbar, dieses schicksalshafte Unruhigsein oder was uns da beschäftigt hat, wo wir mit kämpfen. Im Kopf haben wir die Diskussionen, vielleicht sogar Streitgespräche, größere. Ja, da leg einfach dein Schwert nieder und lass die Dinge so sein. Ne? Von außen haben wir hier viele Einflüsse, die uns unklar machen. Und es kommt ja auch immer darauf an, inwieweit gehe ich da mit und wo kann ich es eben so stehen lassen. Dann gucken wir, was die Waldkarten uns hier noch mitgeben für ein Thema. Träume manifestieren, das passt eigentlich auch ganz wunderbar. Denn wir haben ja hier auch in unserem eigenen Haus die Konfrontation mit unseren Wünschen, Sehnsüchten und Träumen. Und die Wassergeistkarte sagt aus, dass jetzt tatsächlich Träume in Erfüllung gehen können und dass noch ein paar Schrittchen dazu erforderlich sind. Aber dass wir uns auch gewiss sein dürfen, dass wir das haben können, dass wir würdig sind, unsere Träume zu erleben. Hier ist es sehr wichtig, das kann jetzt hier sein, diesen Weg, den wir gehen sollen, dass wir uns so schon bewegen, als wäre der Traum erfüllt, dass man auch in Aktion tritt und dass man nicht rumsitzt und wartet, bis sich die Dinge entwickeln, sondern man darf aktiv werden. Es geht darum, freigebig zu geben von dem, was dich selbst ausmacht. Das haben wir auch hier, ne? Den gebenden Teil. Und es ist hier auch tatsächlich so, je mehr du gibst, wirst du zurückbekommen. Und es geht darum, auch die Emotionen wieder frei fließen zu lassen. Nichts zu verdrängen, nichts zu unterdrücken. Das kann das sein, was uns hier trifft, betroffen macht und das wir im Kopf rumbewegen, aber wo wir eben sonst nichts dafür tun. Und es geht darum, das mal auszudrücken, das frei und rauszulassen. Und eben dann dafür Freude und Fülle zurückzukriegen. Das Wasser steht ja auch für Gedanken, Gefühle, Emotionen und hier ist noch der Hinweis, dass ein zu viel an Emotionen erschöpfend wirken kann und ein zu wenig innere Leere
mitbringt. Und eben darum geht es, dieses ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, und man befindet sich hier, so wie das Wasser sich auch in Kreisläufen bewegt, aktuell in einem Kreislauf, bei dem sich Träume tatsächlich manifestieren und wo man eben durch Zweifel oder Zögern den Fluss des Lebens, mein Gott, das passt echt wie die Faust aufs Auge, nicht stören soll, ne? Die Emotionen sollen raus, das gute Timing ist wichtig und es ist Aktion auch wichtig. Ich glaube, mehr brauche ich nicht dazu sagen, die Legung ist klitzeklar. Wir nehmen noch eine Pflanze für die Zeit und dann freue ich mich schon auf unser erfüllte Träume. Ja, und hier haben wir noch die Brennnessel. Kümmernisse fliegen davon. Das reinigende Feuer der Brennnessel befreit Körper und Geist von Belastendem. Es kommt hier wieder in den Fluss und die Energie kann frei fließen und etwas Neues entstehen lassen. Wunderbar. Ich bin nicht dafür, dass wir an den Portaltagen immer nur das Schlechte und da wird uns wieder dies und jenes und so eingeflößt. Es gibt durchaus auch Portale, die schöne Wenden bringen und das ist ja eins davon. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis bald.